Da mein wohl bestes Video jetzt schon fast ein Jahr alt ist, dachte ich, wir aktualisieren das Ganze nämlich jetzt mal, weil einige Sachen sind nicht mehr ganz up to date und wir haben neue Features dazu bekommen. In diesem Video werde ich euch die wichtigsten Tipps und Tricks nennen, sodass du schnell leveln kannst oder auch gute Pokémon-Konter besitzt. Doch jetzt haben wir genug rumgequatscht, ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. In diesem Video werden wir auf mehrere Dinge eingehen, wie zum Beispiel, wie kannst du schnell Level 40 werden, welche Items solltest du kaufen, wie du noch mehr Freunde bekommst und welche Fehler du auf keinen Fall machen solltest. Ich werde allerdings auch einige Punkte aus dem letzten Video noch einmal nennen, da diese immer noch sehr wichtig sind. Wir fangen jetzt schon mit einem der wichtigsten Punkte an, und zwar musst du deine Teamfarbe mit Bedacht wählen. Hast du nämlich Level 5 erreicht, fordert dich Professor Willow auf, ein Team zu wählen. Anschließend kann das Team nur gegen eine Bezahlung von 1000 Pokémünzen einmal pro Jahr gewechselt werden. Welches Team hier das richtige ist, solltet ihr nach zwei Kriterien entscheiden. Und zwar der erste Punkt ist, in welchem Team sind eure Freunde? Wenn ihr oft mit euren Freunden losziehen wollt, solltet ihr dasselbe Team wählen. Auch wenn es bei Raids nicht nur auf die Teamfarbe und mehr auf das Freundschaftslevel ankommt, kann man mit Freunden im selben Team gemeinsam Arenen einnehmen und auch verteidigen. Diese brauchst du, um deine täglichen 50 Münzen zu bekommen. Mit diesen Münzen kannst du nämlich Items im Shop kaufen, doch zu den besten Items kommen wir gleich. Denn der nächste Punkt ist Team auswählen nach prozentualer Aufteilung. Auch wenn Niantic keine offiziellen Zahlen zu der prozentualen Verteilung der Teams veröffentlicht, ist es wohl kein Geheimnis, dass deutlich mehr Spieler in Team Blau sind als im gelben Team. Wer also viel kämpfen möchte, also viele gegnerische Arenen auffinden will, sollte sich für das gelbe Team entscheiden. Denn die Chancen, auf eine blaue oder rote Arena zu treffen, sind besonders hoch. Wer aber eher darauf setzt, sich bequem in eine bereits besetzte Arena zu gesellen, sollte dann das blaue Team wählen. Wir kommen jetzt zu dem Thema, was ich eben schon angesprochen habe, und zwar sind das die Items. In Pokémon Go lässt sich ein kleines Vermögen für Items ausgeben. Manche davon sind sehr sinnvoll, andere hingegen braucht man aber fast überhaupt gar nicht. Denn auf jeden Fall lohnenswert sind die Erweiterungen für die Pokébox und den Itembeutel. Pro Aufwertung, die jeweils 50 Plätze geben, werden 200 Pokémünzen fällig. Und da einem die zugekauften Plätze für immer zur Verfügung stehen, sind die Münzen auf jeden Fall gut investiert. Items wie Brutmaschinen, Glückseier oder Rauch kauft man am sinnvollsten in diesen sogenannten Boxen. Hingegen solltet ihr euch keine Pokebälle oder Beleber kaufen, da ihr diese von Arenen oder Pokestops auch sehr schnell bekommt. Da wir schon beim Shop sind, kommen wir jetzt zu dem Punkt, wie ihr kostenlose Pokemünzen bekommt. Die Items im Pokeshop müssen nicht zwangsläufig mit echtem Geld bezahlt werden. Niantic hat auch eine Möglichkeit ins Spiel gebracht, mit denen ihr täglich bis zu 50 Münzen gratis erspielen könnt. Um an diese Münzen halt zu kommen, ist es sehr wichtig, Arenen zu besetzen. Kehrt dein Pokémon anschließend wieder zurück, kannst du so bis zu 50 Münzen pro Tag bekommen. Wenn du also so an 5 Tagen deine Münzen bekommst, hast du deine 250 Münzen für die Fernraid-Pässe. Diese sind auch wichtig, doch dazu komme ich gleich. Wir kommen nämlich jetzt zu dem Punkt, wie du schnell Level 40 wirst. Der schnellste Weg ist nämlich immer noch das Freundesfeature. Für das Erreichen der dritten Freundesstufe gibt es nämlich 50.000 EP und für die letzte Stufe ganze 100.000 EP. Mit einem aktivierten Glücksei, worüber wir eben geredet haben, lassen sich diese Summen dann nochmals verdoppeln. So kannst du bereits mit 66 Freunden Level 40 erreichen. Freunde findest du am besten auf Twitter und Facebook. Doch auch hier kannst du Freunde finden. Ich zum Beispiel habe in meinem Community-Tab auf meinem Kanal einen Sammeltweet für Freundescodes. Dort findest du auch meinen Code. Wir bleiben jetzt auch erstmal beim Thema Freunde, denn diese sind mit das Wichtigste, was du im Spiel überhaupt brauchst. Mit den sogenannten Freunden kannst du nicht nur Arena-Kämpfe bestreiten, sondern auch an sogenannten Raids teilnehmen. Solltest du allerdings Probleme mit Raids haben, so schau doch mittwochs um 18 Uhr hier auf dem Kanal vorbei, da wir immer die legendäre Raid-Stunde streamen. In dieser legendären Raid-Stunde versuche ich, meine Community immer mindestens einmal zu einem Level 5 Boss einzuladen. Da wir jetzt schon bei Raids sind, solltest du schauen, dass du die richtigen Konter dafür hast. Denn beim Kämpfen in Raids ist es besonders wichtig, die richtigen Pokémon als Konter einzusetzen. Die automatisch vorgeschlagenen Pokémon sind darauf ausgelegt, möglichst lange durchzuhalten und nicht möglichst viel Schaden zu verteilen. Damit du gut vorbereitet bist, solltest du schauen, dass du möglichst fitte Pokémon hast. Ich habe dazu auch schon ein Video gemacht und werde das in der Videobeschreibung hier jetzt verlinken.
Der nächste Punkt ist, dass ihr Zubehör oder Gadgets nutzen solltet. Dazu zählt zum Beispiel eine Powerbank oder das Pokémon Go Plus. Wer nämlich nicht durchgehend auf sein Smartphone schauen möchte und dennoch viele Pokémon fangen will, kann über die Investition in ein spezielles Armband nachdenken. Das sogenannte Pokémon Go Plus, Gotcha oder Pokéball Go Plus kann in der Hand gehalten oder wie ein Armband getragen werden und signalisiert auftauchende Pokémon und Pokéstops in der Nähe. Per einfachen Knopfdruck auf den leuchtenden Button fängt das kleine Gadget das Pokémon nun ein oder dreht für euch an einem Pokestop. Die Fluchtrate für Pokémon ist mit dem Band zwar etwas höher, als wenn du selbst mit einem Pokéball wirfst, dennoch ist das Band eine schöne Ergänzung, da du dein Handy nicht immer in der Hand halten musst. Ich selbst besitze alle 3 Gadgets und ich muss sagen, ich bin sehr zufrieden damit und es hat mir schon einiges erleichtert. Das sind jetzt allerdings auch schon die wichtigsten Punkte gewesen. Ich habe euch in der Videobeschreibung die Playlist und andere Videos verlinkt, mit denen ihr gute Pokémon hochpushen könnt oder auch andere Dinge erreichen könnt. Ich hoffe, das Video hat euch trotzdem gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch bitte einen Daumen nach oben da. Über ein Abo würde ich mich auch sehr freuen und ich würde